Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind immer noch mitten in der Nacht. Wir haben beim letzten Mal mit allen gesprochen aus unserem Team, bis auf eine Person, und zwar die gute Tio, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe, weil ich glaube, dass ihr Background und ihre Gedankenwelt mit am interessantesten sein könnten, auch wenn ich unser Team noch nicht allzu lange kenne. I guess this should be Tios room. She's probably already asleep though. Lass es uns ausprobieren. Lass sie uns wecken, gemein wie wir sind. Lloyd, wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. No one home. I can't hear her moving around. Is she not in her room? Sie ist bestimmt die Katze auf dem Dach. Ich sag euch, diese Black Cat, ich hatte in der letzten Folge direkt Assoziation wieder, mit Celine. Oha. Und ihr Zimmer ist auf jeden Fall düsterer eingerichtet als alle anderen. Oh, guck mal, sie hat Katzenkissen. Meine Assoziation war gar nicht so abwegig. Guck mal da links, das sieht aus wie Luna und Artemis aus Sailor Moon. Und was ist das für eine komische Markierung da auf der rechten Seite? Yeah, looks like I was right. Tio's not in her room, though she's already unpacked all of her luggage. Ja, und da wühlen wir jetzt drin, oder was? Also das ist kein guter Start. Ganz ehrlich, wenn mein neuer Arbeitskollege anfangen würde, in meinem Zimmer rumzuwühlen oder rumzuschnüffeln in meiner Abwesenheit, also gut, in meiner Gegenwart wäre es auch nicht viel geiler, dann hätte ich damit ein massives Problem. Aber ich kann hier scheinbar gar nichts untersuchen. Die Kissen finde ich aber irgendwie mega cute. Ja, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, warum ich mich immer so hingezogen fühle zu diesem komischen Lagerraum, aber wobei Spare Room ist nicht Lager. Spare ist doch einfach freies Zimmer, oder? Es ist auf jeden Fall abgesperrt und ich komme da nicht durch. So, dann gehe ich jetzt nochmal aufs Dach. Das war nämlich irgendwie meine erste Eingebung. Katze, hast du was damit zu tun? Wow, ich bin in Folge 4 und komme schon nicht weiter. Das ist spannend. Ich dachte, das würde ein bisschen länger dauern. So, warte mal. Vielleicht frage ich mal den Zimmernachbarn oder die Zimmernachbarin. Right into it, worn out, diary, sounds like a good idea, good night. Okay, hier werden wir nichts erfahren. Ich gehe mal nach unten. Ich schätze mal, dass irgendwo, wenn du die richtige Pixelschwelle durchschreitest, hier war ich gerade für einen kurzen Moment überrascht, weil ich dachte, dass wir da vorher noch nie drin waren, aber da wohnt der gute Sergej. Is this a back entrance? Well, it's not like I need to go outside now anyway. Achso, ich dachte jetzt, wo wir auf der Suche nach Tio sind, springt er vielleicht über seinen Schatten, aber hier ist sie. Scheinbar. Was genau tust du da? Oh, Tio, there you are. What are you doing down here? Oh, warte mal, erstmal muss ich gleich niesen und ich muss mein Headset mal ein bisschen lauter machen. Ich höre die Musik nämlich kaum. Na, was gibt's? Hello, Lloyd. As you can probably deduce, I am checking our terminal. The terminal, you mean all that stuff there? Yes, these are all components of an improved orbital terminal based on ZCF's Capel computer system. With this, we will be able to receive data and information from the CPD's main building via the orbital network. Let's rewind a bit. You lost me. How should I explain this? Lloyd, what is the extent of your knowledge about the Orbital Network project? The Orbital Network? I occasionally see articles about it in the newspaper, but I can't say I fully understand what it is. I think I read something about the Epstein Foundation proposing the project. Originally, the Orbital Network project began as a collaboration between the Foundation and Science Central Factory. Now it progresses primarily due to the efforts of the Epstein Foundation. Its large-scale testing stage is currently taking place right here in Crossbell City. This terminal is a part of it. Can't say I follow that well. In the end, what's this project trying to accomplish? Ich finde, er stellt genau die richtigen Fragen. Simply put, it is technology that improves upon traditional communication devices. In addition to having communication functions, it links terminals through orbital computing, constructing an efficient information network. That is essentially the project in terms you might understand.
I barely understood any of that. Wenigstens ist er ehrlich. Er hätte auch brav nicken können und so tun können, als würde er alles kapieren, aber macht er nicht, finde ich gut. So basically it's equipment that will make contacting HQ easier and optimize the chain of command in the city. If you were only taking into account this terminal, you would not be incorrect. While terminals are not my specialty, I can operate this one for us. Considering the future, I suppose I should become more acquainted with it. Oh. I take that to mean you didn't even think about refusing this assignment, huh, Theo? Ach stimmt, darüber haben die ja auch noch gar nicht gesprochen. Das war ja der Grund, warum wir überhaupt erst in ihr Zimmer wollten. Actually, before that, when I was your age, all I wanted to do was play around with my friends. But you said you were transferred here from the Foundation. Theo, you aren't being forced to work here, right? Keine Antwort, oops. What? Don't tell me you actually are? I admit I might not know your situation, but you shouldn't tolerate something like that. If you need help, I'd be more than happy to... please calm down. No one is forcing me to work. Rather, this recent transfer was the result of a selfish request of mine. Huh? I have my own reasons for being in Crossbell. That is all there is to it. Besides, I think it would be prudent to worry about yourself before others, right, Lloyd? Yeah, you make a good point, Theo. Sorry if I overstepped my bounds there. It is fine. Being too soft-hearted might have negative ramifications on your detective work, however. Unlike Braces, your occupation involves treating suspects with skepticism, correct? You really don't pull any punches, do you? Maybe I am still naive. Here I was thinking I disciplined? Ich wollte Disciple gerade irgendwie lesen, aber man sagt aber auch Discipline, deswegen ist das, glaube ich, so richtig. Myself enough through the police academy's training, but I guess training alone isn't enough to make me a true detective. Die ist so überreif mit ihren 14 Jahren, Theo. I have completed my maintenance of this terminal. Construction work on the Auber cables is scheduled for tomorrow, so I believe I will go to sleep now. Okay. Night, Theo. Hope you sleep well. Thank you. If you will excuse me. Good night, Lloyd. Ich meine, sie ist ja per se nicht unfreundlich, aber sie ist sehr unnahbar. Und ich finde, Lloyd macht das auf eine eigentlich sehr respektvolle Weise im Umgang mit ihr. Ich frage mich echt, ob die beiden am Ende irgendwie noch richtig, richtig dicke Freunde werden können. Bestimmt. Aber jetzt gerade kann man sich das halt schwer vorstellen. It seems like all three of them have really put a lot of thought into things. And here I am, still undecided. Naja, komm. Wenn alle mitziehen, dann machst du doch auch mit, oder? Auch wenn ich die Einwände durchaus verstehen könnte. Man, I'm just thinking in circles now. This is getting me nowhere fast. Maybe some fresh air will do me some good. Du willst ja nur wieder die Katze streicheln. Ich hab dich durchschaut. Oder willst du hier unten irgendwie an die frische Luft? Ich weiß den Aufbau gar nicht mehr. Ist heute übrigens meine zweite Aufnahmesession. Das nur so am Rande. Ich habe beim letzten Mal die ersten 3 Folgen am Stück aufgenommen. Der erste Part und auch der zweite sind inzwischen online. Danke übrigens für euer zahlreiches Feedback zu der Frage, wie ich hier mit der nicht vorhandenen englischen Synchro umgehen soll. Und sage ich gleich noch was zu. What a nice breeze. Ich hoffe, wir kommen heute noch dazu, Crossbear City mal auszukundschaften. Ich hab Bock. Oh, wow. That's right, I can see Bellheim Apartments from up here. Bellheim Apartments? Hat der da früher gewohnt, oder was? I'm sure someone else is living in our old place now. Ah ja, das Bild muss ich mir mal merken, weil sonst vergesse ich das irgendwie, wenn ich da wieder bin. Wobei, da ist so eine Glocke, so eine Graffiti-Glocke abgebildet. Das kann man sich ganz gut als Eselsbrücke merken, finde ich. I think Cecile's family is still in the building at least. I should pay them a visit once I find the time. Ja, na hoffentlich heute. It's been 3 years since then. After Uncle's family took me in, I eventually enrolled in the Crossbell Police Academy. I studied and trained like a madman. Thanks to that, I managed to pass the detective qualification exam. But in the end, what did I actually want to accomplish after becoming a detective? Hey! Das ist schon Anri. Ja, Anri und Rio, so hießen die, das weiß ich noch. Oh, it's you two.
We've been looking everywhere for you. Es ist nicht ein bisschen spät für euch, noch draußen zu sein. We went to the police department, but they told us you weren't around. They told us about this place, though. This is it, right? Where the special support section works? Yeah, this is the place. But what did you come all the way over here for? Well, actually, we thought we ought to thank you for today. Really? If you all hadn't been there, those monsters would have hurt us pretty bad. So that's why we came to thank you. Wow, thanks you two. That really means a lot. Don't forget, you guys were nothing compared to Arios. But, you know, compared to the rest of the CPD, I guess you're not so bad. Oh, das ist voll lieb, ey. Vor allen Dingen, nachdem die uns beim letzten Mal erzählt haben, wie die normalerweise über die Polizei denken, das sagen die uns ja auch jetzt nochmal so ein bisschen durch die Blume. So you just gotta make sure you work hard to catch up to him, okay? Mein Ziel und Wunsch ist immer noch, dass er irgendwann zu uns ins Team kommt. Ich glaube ganz fest daran. Come on, Ryu. We came to thank him. Why are you trying to lecture him? Ich glaube, der meint's vielleicht gar nicht so. He's right, though. We will have to work as hard as we can. By the way, where do you two live? Ob wir darauf eine Antwort kriegen? Ich meine, immerhin sind wir eigentlich noch ein Fremder. I can escort you guys home if you want. Ach so, okay. Oh, no worries. West Street is right over there, so I'm good. I live in the residential district, but I should be fine. But, could you tell Ellie and the others that we stopped by too? Sure, I'll let them know. Be safe on your way back, okay? We will. Goodbye. Gott, ist das lieb, dass sie sich extra nochmal auf den Weg gemacht haben. Ganz liebe Kinder. Ich hoffe, Lloyd hält sein Versprechen und sagt's den anderen wirklich. You really are a simple guy, Lloyd Bennings. All it took to lift your spirits was a thank you from those kids. I guess in the end everything depends on the way I choose to feel about. Das ist oft so, ne? Word of advice, Lloyd. Wer spricht? To be a man, you have to be willing to tackle the issues you're facing head on. Follow your heart and intuition and grasp the truth with your own two hands. If you can do that, you'll be able to see what exactly it is that you want to do. Wer hat das gesagt, bitte? Yeah, that's right. Er hat sich scheinbar an ein Zitat erinnert oder so. Oder hat die Katze mit ihm gesprochen? If I don't at least put myself out there, I won't come to understand anything. Hä? Nee, der hat sich gerade an jemandes Worte erinnert. Bestimmt irgendwie seine Eltern oder so. A phone call? Komische Uhrzeit. Nicht, dass den Kindern was passiert ist. Hello? You've reached the Crossbear Police Department Special Support Section. Oh, ist das kompliziert und sperrig. Lloyd, is that you? Cecile? Wir haben gerade über dich nachgedacht. Ah, thank goodness it's really you. When I contacted the police department, they told me to call this number. The Special Support Section, was it? Is that the division you're assigned to? Well, nothing's official yet. More importantly, I'm really sorry, Cecile. I was meaning to stop by first thing, but... Oh no, don't worry about it. I should have gone to greet you when you arrived at the station. Please, it's fine, Cecile, I promise. After all, work has you busy, right? We can meet up once you're able to get some time off. Ah, don't be like that. How can you be so distant to someone who's practically your sister? I haven't seen you in 3 years, you know. Wieso distant? Ich finde das voll entgegenkommt, wie er ihr gegenüber auftritt, aber okay, voll verständnisvoll auch. Alright, we'll find a way to make time somehow. And I'll make sure to go see Uncle Miles and Aunt Leite. Leite? Wie spricht man die denn aus? Was ist das denn für ein Wort? Keine Ahnung. Tomorrow too. Hoffentlich spricht er sie ganz, ganz selten namentlich an. Ich werde da jedes Mal drüber stolpern. Glad to hear it. They love that. Mom and Dad have been really worried about you all this time, but I'm so happy. You finally come back to Crossbell. Yeah, I'm home, Cecile. Welcome home, Lloyd. Meine Stimme ist heute schon wieder irgendwie so gar nicht geeignet für hohe Mädchen- oder Frauenstimmen. Merke ich gerade. Die ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Aber wir kriegen das hin. Chief Sergey. So, what are your answers? No objections here. Looking forward to working with you. Besides, you're the one who dragged me to the CPD in the first place.
Sure you don't want me to recommend you to the 1st Division? They'll probably really benefit from someone with your combat prowess. Yeah, I'll pass. Honestly, I'd rather join back up with the Guardian Force than be stuck in some stuffy office job like that. Fair enough. What about you, Ellie? I will also accept the position. I'm glad to be working with you, Chief Sergey. Glad to hear, and to be frank, I didn't expect someone like you to be here. I figured the higher-ups recommended you, expecting this division to just involve taking care of busy work, but I'm sure you're aware that this assignment won't be anywhere near easy, right? Yes, well aware, sir. I'm looking forward to taking on such challenging work. Good answer. Well, Tio, do I even need to ask? Not at all. This position was part of the agreement from the start. More importantly, the orbital cables are scheduled to be wired this evening. I would like to be the one to set up the terminals if you do not mind, so rum. Yeah, I was counting on it. So, 3 down, 1 to go. Jetzt kommt der Trommelwirbel. Lloyd Bannings, a Crossbell Police Academy graduate who earned high marks in both written exams and practical training, and then went on to ace the CPD's detective exam. You ask me, you might be a bit overqualified for this team. Ich finde, er ist trotzdem irgendwie der unsteteste Charakter, kann man das so sagen, von unserer Gruppe? Someone like you would find success in whatever division you were assigned to, I'm sure. Hell, I bet no one here would blame you if you walk right out that door. With that in mind, still have any lingering doubts? No sir, none at all. I look forward to working under you, Chief Sergey. Okay, der hat sich das scheinbar über Nacht überlegt. Glad to hear it. Lloyd. Ich wette, Tio freut sich auch. Die ist nur zu stolz, das zuzugeben. Well, that's no fun. Here I was looking forward to watching you squirm around trying to come to a decision. Sir? Well, that settles that. I'll give you guys the rest of the day off. Endlich, wir können die Stadt besichtigen. Keep in mind, you'll be busy as hell starting tomorrow, though. Be prepared to work your asses off. Oh, and Tio, the terminal's all yours. Roger. Ah, one more thing. Let's start this off right, Lloyd Bannings. Ich wollte gerade Lord Bannings sagen, das passt nicht so ganz. Sir. Ellie McDowell. Sir. Randy Orlando. Tio Plateau. Sir. As of Sam... Lass mich einfach links liegen, okay? As of 9 a.m. today, I officially approve your new assignments. Welcome to the Special Support Section. Danke, wo ist unser Willkommenssekt? Look forward to the mountain of different jobs I'll be throwing at you. Ich hab voll Bock. Vor allen Dingen auf Extermination Missions. As initial investigation expenses, the team received 1000 MEHR. Hoffentlich pro Kopf. Nee, es gilt bestimmt fürs Team. Ich wette, damit können wir uns gar nichts leisten. Eine Waffe vielleicht oder so. Our beloved goddess Eidos, who art in the sky, we beseech thee, open thine heavenly gates for the soul running toward your loving embrace. Wer ist das? Der Song ist so schön. I couldn't believe the news when I first heard it. Someone like him passing this young. Wasn't he about to get married to that beautiful fiancée of his, too? Why did things end up like this? Why? Damn it all. What the hell are the police doing? One of their own was killed. Are they going to let this become another unsolved case? It's horrible, absolutely horrible. If I remember right, his parents passed away a while ago, too, didn't they? How will his younger brother handle all this? Wen geht's? Lloyd, are you okay? Wer ist dann die Woman Cecile? Please don't push yourself. I know you haven't been sleeping much recently. I could say the same for you, Cecile. Oh, okay, da haben wir die Antwort. Das ist also das Geschwisterpaar. I'm sorry you had to help me with so much of this. I should have taken care of it myself. Stop that, Lloyd. We're basically family. Of course I'm going to help you. Besides, a guy was my... Cecile. I'm so sorry, Lloyd. I know that you're hurting the most out of
all of us. I'm sure things won't be easy from now on, but please don't forget that I'm here for you. Until you can stand on your own 2 feet, I'll watch over you, Lloyd. Okay, die Familie hat also einige Schicksalsschläge schon hinter sich, beziehungsweise das, was von der Familie noch übrig geblieben ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Absolut verständlich, dass er da als erstes hingeht. Hey, I really was a brat, wasn't I? I shouldn't have been so stubborn. I should have stayed with her. I'm home, guy. Sorry for not stopping by sooner. Guess I still need to work on my stubbornness. But I'm here now. I'm back. I came back to Crossbell to be a detective in the CPD, same as you. I've still got a long way to go to catch up to you, and I was assigned to this weird division, but I'm going to do my best with the hand I've been dealt, so keep watching over me, guy. Ich dachte schon, in Lufia Rise of the Sinistrals wäre der Name Guy irgendwie komisch. Ich hätte echt schwören können, das ist das einzige Spiel, wo jemand so heißt, aber hier haben wir Nummer 2. Also, vielleicht gibt es noch mehr Spiele, aber ich kenne nur die beiden. Man's voice. Well, time to get started on your first official job as the SSS. Achso, ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Vice Commissioner, dieser Unsympath, den wir beim letzten Mal getroffen und kennengelernt haben. No, maybe I should give you some more information before we get ahead of ourselves. Lloyd, grab your detective notebook. Ja, yes, sir. Damit sind wir schon ganz gut vertraut, würde ich sagen. Oder ist das ein anderes jetzt? A black notebook with a police crest, eh? Looks like the real deal. We can also use this to identify ourselves as police officers, right? Na, dafür kriegen wir ja wohl hoffentlich eine Visitenkarte, eine anständige. Oder so eine, wie heißen diese Dinger, die Leute immer vorzeigen? So ein Emblem, sowas. Ich habe vergessen, wie das heißt. That's right. There's also a manual with the rules and regulations inside. Heck, it's even got info about your battle allotments. Pretty good reference to have. However, its most important purpose is to keep track of your investigation reports. Investigation reports? Lloyd, you explain. Yes, sir. They taught this at the police academy, so I suppose the others wouldn't know. Na dann hau mal raus. Das ist bestimmt sowas wie ein Berichtsheft, was man damals zur Ausbildungszeit noch ausfüllen musste und heute wahrscheinlich immer noch. The CPD maintains a rule that all of its investigations are to be carefully and thoroughly documented. After an investigation is assigned to you, you must record its status and keep track of its progress in the detective notebook. The reports we submit will be based on our notebook entries, which will inform our evaluations and any special allowances from the department. That's why it's important to take detailed and concise notes. I see, that makes enough sense. Sounds boring as hell. That ain't what I signed up for. That's the gist of it. However, the situation at the SSS is slightly different from other divisions. You'll have your standard investigations, of course, but then you also have support requests coming in. Support requests? Theo, if you will. Sir, das kenne ich, das wäre, dachte ich, glaube ich, eigentlich nur so ein Bracer-Ding gewesen. Kommt das dann aus der Bevölkerung oder woher? Over here, everyone. Ah, okay, an diesem Terminal kriegen wir dann wahrscheinlich Aufträge reingespült. Oh, this is from the other day. Isn't this the terminal that you were busy hooking up to the Orbital network, Theo? Yes, I finished configuring it yesterday. The terminal will be left running and can be accessed at any time. After you log on, the screen will display. Kannst du mal gucken, ob da schon ein Auftrag drin ist? A bunch of text showed up. So this is where we get our support requests. Irgendwie erinnert mich das gerade voll an Fallout 3. Ich weiß auch nicht. Auch wenn die Farbe ein bisschen anders ist. Right, aside from official missions from the department, we also get requests from other sources. Could be from citizens or tourists. Heck, we might even get jobs from the government every now and then. Support requests are optional, but if you decide to skip some, odds are that the Bracer Guild will snatch them up. Also das, was wir nicht annehmen, das wird quasi bis zu denen durchgereicht. Dann sollten wir denen gar nichts überlassen. Wir wollen ja Beliebtheitspunkte einheimsen, ne? Oh. I see how it is. By doing support requests, we take some of the guild's popularity for ourselves. Genau mein Gedanke.
These support requests will mimic their own line of work to sway public favor. Wobei man sagen muss, dass dass viele Requests wahrscheinlich auch direkt bei den Bracern landen, weil die denen halt irgendwie mehr vertrauen und denen vielleicht auch mehr zutrauen, keine Ahnung. Yep, though I expect it will happen at a snail's pace. Besides that, I'm sure HQ will rope you in to help when they get busy. Patrolling the city, doing some menial paperwork, who knows? Gar kein Bock auf Paperwork. You're kidding, right? It's all a part of the job, Randy. Wir wurden vorgewarnt. Has the terminal already started receiving these requests then? Why don't you take a look for yourselves? Just don't forget to keep track of them in your notebook. Yes, sir. Na, das wird ja da hoffentlich automatisch dann übertragen, oder? Oder muss ich das manuell irgendwie sicherstellen? Hey, those support requests aren't gonna take care of themselves. You should be able to get the info you need from the terminal over there. Machen wir gleich. Ich will nur gucken, okay, er wiederholt sich. Also, dann lass uns mal schauen, was die Leute so von uns wollen. Check Request, Support Request Explanation. Das ist ja langweilig. Ich dachte, wir kriegen jetzt eine Liste von 10 Aufträgen. Medium, Reception Desk, 1500 MEHR. Reward Fragezeichen. Was ist das denn? Wir arbeiten uns den Hintern ab und wissen nicht wofür. Hello everyone, congratulations on being appointed to the new Special Support Section. As a first order of business, allow me to give you a rundown on submitting reports for all of your assignments. Please come by the reception desk at the CPD. Sorry to trouble you. Rebecca. Ach so, hieß die. Hat die uns das zuletzt auch mal verraten? Ich lese heute irgendwie unfassbar unsauber vor. Das nervt mich selber so ein bisschen. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser. So, this whole thing is just a big internal memo system? Huh. I guess now we just gonna head down to the HQ and get the details, right? To the HQ, da steht kein the. Yeah, sounds like it. I think I'm finally starting to get a grasp on what the Orbital network is all about. Unlike telephones, which are purely auditory, the Orbital network can transmit text and images. I've heard about it before, but now that I've seen it in practice, I can certainly see how it would be advantageous in all sorts of situations. Yes, as we speak, beta testing is being conducted throughout Crossbell State. This system the police department has implemented is one such example. Though I hear the guild has also started experimenting with terminal systems too. That should be enough to get you started. How about I let you guys work that support request that just came in? Von mir aus, understood. But what do we do after that? Na, du gehst erstmal HIER besuchen, dachte ich. I'd love to say do whatever you feel like, but you can't bet that the real requests will start pouring in after your lecture at HQ is over. Let's see. Considering this is your first assignment, try completing this as a statement to HQ saying that you're capable of police work. That should shut them up for a while. Okay, is that really all it's going to take? Noch, Lloyd, noch. Oh, and Lloyd, why don't you give everyone a tour of the city on the way there? Ja, darauf wollte ich hinaus. A tour of the city, why? You'll be the ones protecting the place, so it only makes sense for you to all learn just what kind of place it is. Oh, and be sure to stop by the weapons shop and Orbital store right outside. As police officers, those places will be pretty handy in the future. Understood, we'll make sure to pay them a visit. Ja, to pay them a visit, aber payen können wir denen nix, weil wir wahrscheinlich voll wenig Geld nur haben. I'll be in my office most of the time, probably either reading a magazine or taking a nap. If you run into any problems, don't bother me. You're smart kids, so figure it out yourselves. Well then, off you go. So, endlich, Stadtbesichtigung oder doch nicht. Wait a minute. Zu spät, juckt den nicht. There goes our boss, everyone. Are we really going to be okay? I fear the road ahead of us will be difficult. Anyway, this is our first real assignment. Let's walk around the city a bit first and then take care of that support request. There's no need to rush just because this is our first official mission. Let's just make our time and get a feel for things. I agree. Understood. Time to hit the road then.
When you inspect the terminal at the SSS and shows check requests, a list of available support requests is displayed. The support requests are completely optional, but completing them earns you MEHR and DP. Detective Points, das weiß ich noch. Habe ich mich beim letzten Mal ja gefragt, was es mit dem Kürzel auf sich hat. Aber ich glaube, ein Tutorial hat uns das dann auch beantwortet, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier kam jetzt zwischenzeitlich nichts Neues rein. Oh mein Gott. Ich weiß immer noch nicht, ob es hier irgendwie eine Karte gibt. Das ist das, was mich eigentlich bisher am meisten irritiert, weil ich da aus Cold Steel mich so dran gewöhnt habe. Taking care of smaller support requests is the special support section's job. It's up to you whether you complete them or not, but at least head to the police department later. And if you want to learn about fine-tuning your enigmas, you should stop by the Orbital store too. Roger that. Wir werden uns eh alles angucken. Was ich mich nur frage, im Zusammenhang mit diesem Terminal, wenn da was Neues reinkommt, bekommen wir das irgendwie mitgeteilt oder visualisiert? Oder muss ich keine Ahnung, nach jedem Hauptstory-Event hier nochmal gucken gehen, auch wenn ich Gefahr laufe, dass da nichts Neues ist? Es wäre halt cool, wenn du irgend so ein Symbol, was dann aufploppt oder so kriegen würdest. Oder irgendein Ingame-Hinweis, dass ein Anruf reinkommt und sagt, hey, hier sind neue Requests, die auf euch warten. Aber das werde ich wohl noch herausfinden zu gegebener Zeit. So. This is the SSS building's rear entrance. In order to get the lay of the land better, we should probably use the front door that leads right to Central Square after all. Warum machen die denn so ein Staatsgeheimnis um diesen Ausgang hier? Lass mich doch einfach gucken, wie es da aussieht. Kommt vielleicht noch. Oder wir werden den Bereich einfach bis zum Schluss nicht betreten können. This room's empty. Oh, das ist was Neues. It seems so. The building is a bit dated, but it's impressive just how many rooms it holds. Tell me about it. I could be wrong, but I think the Crossbear Times used this building as their main office, when I lived here at least. I know it's locked, but we might as well try to clean this room out on one of our days off. Haben bestimmt alle Bock drauf, am freien Tag erstmal irgendwie unbenutzte Räume zu putzen. Klingt ja nach einem richtigen Traum. Nicht. Aber vielleicht kommt hier irgendwann noch ein neues Teammitglied. Das könnte ja sein. Jetzt fühle ich mich irgendwie gerade an die Dorms in Persona 3 erinnert. So, ich meine, in unseren Zimmern wird wahrscheinlich jetzt niemand rumlungern. Tios Zimmer ist auf jeden Fall das, was mir am besten gefällt, so rein von den Farben her. Ich bin zwar eher der Hunde- als der Katzentyp, aber ich mag die Farben irgendwie extrem gerne. So, hier wird nichts. It's a vacant room. Guck mal, diesmal wird es anders formuliert. Beim letzten Mal war hier noch von einem Spare Room die Rede. Ey, die Entwickler haben einfach ultra Bock, nonstop Texte zu schreiben, ne? Ich glaube, das ist so ein richtiger Kink. Einfach Dialoge verfassen. Oh, there's a cat up here. You're too adorable. Guck mal, wie da hinten das Schild leuchtet. Das lenkt mich gerade ein bisschen ab. Seems like this has been his home for far longer than it's been ours. Actually, he's probably been here since the Crossbear Times stopped using this place as their main office. Psst, psst, what's your name, little fella? His name is Cobb. Aha, sie kann mit Katzen sprechen. Sorry für die ganzen Assoziationen, aber das erinnert mich jetzt gerade schon wieder an Miracle aus Star Ocean The Last Hope. Cobb also. Is that a name you just came up with, Theo? It's really cute. Nein, sie kann mit Katzen reden. Guckt euch ihr Zimmer an. No, I was not the one who originally named him. Regardless, I think it would be best if we stick with Cobb. No complaints here. Let's try and bring the guys some food every now and then, eh? Ja, aber aktuell haben wir hier wahrscheinlich nichts. Okay, also sie benennt alle Katzen. Wer weiß, vielleicht gibt es am Ende sogar eine Trophäe dafür, wenn du mit allen Katzen quatschst. Gab es nicht sogar irgendein Spiel, wo dem so war? Oh, jetzt will ich aber nichts Falsches sagen. Wir gehen einfach weiter, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal auf die offene Straße. Lange genug in diesem Gebäude hier verweilt. Es zieht mich in die City. Da oben die Minimap-Karte, die sieht jetzt aber schon relativ übersichtlich aus. Warum kann man die nicht groß machen? Zoom. Nee, ich will in die Stadtebene rein. Ich will den Abschnitt, in dem wir uns gerade bewegen, gerne vergrößern. Also wenn ihr wisst, dass das geht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich eigentlich... Da! Ich hab's gefunden! Alles klar. Überflüssig, es ist R1 gewesen.
Alles klar, die Schultertasten gibt es ja auch noch. Stimmt, hier kann ich die Leute umswitchen. Ist das geil. Okay, nee, damit kann ich ganz wunderbar leben. Was sind die äußeren? Achso, hier habe ich den High-Speed-Mode, genau. Nee, aber den brauche ich erstmal nicht. Was ist die andere hintere rechte? R2, da passiert gar nichts. Was passiert, wenn ich R3 und L3 drücke? Auch nichts, okay. Aber das hier ist eh die wichtigste Taste. Ach, guck mal. Wenn ich aus dem Gebäude diesen linken Ausgang hätte nehmen können, dann würde ich darüber einen Shortcut in die West Street generieren. Ich wette, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Ich wette, da über den Hauptweg wird mir auch der Weg versperrt bleiben. Aber wir starten erstmal hier. Hello, hello. Gironde Armory. Das sieht sehr interessant aus. Sehr interessantes Ladendesign auf jeden Fall. Hi, Gironde. Oder Gironde? As much as I want to welcome you in to have a look around, I'm afraid you're out of luck. You can't buy a weapon and crossbow without a license, kid, so if this is a prank, then beat it. Oh, we're actually from the CPD, sir. Sorry for the confusion. Also, ich kann ihn komplett verstehen. Ich würde an eine 14-Jährige auch keine Waffen verkaufen. You're all police officers. Oh, you must be those kids Sergey told me about. Alright, feel free to take a look around the shop. When you're ready to check out, show me your detective notebook. That will substitute as a license. Okay, gleich. Erstmal talken wir. Oh yeah, some engineer-looking guy stopped by recently. Left something he called an all the stuff with me. Said it's some fancy new weapon, but who the heck would I ever sell a fishy thing like this to? Tio meldet sich. And all the stuff you said, that's what you use, right, Tio? I was under the impression that it was still in the testing phase of its development, though. Forget who you're selling it to. How are you even able to sell it in the first place? You said the man looked like an engineer. I'll admit this whole thing is setting off quite a few alarm bells for me. Actually, that man might have been my boss. Was? Your boss, huh? From the Foundation? Yes, exactly. He may have come to drop off a newer model of the Orbis stuff for me to test, though I can hardly fathom why he would not just give it to me himself. Yeah, can I say I'm just as stumped over this one. Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht, warum er dem Gironde oder wie der heißt nicht gesagt hat, dass Tio diejenige ist, die den entgegennehmen soll. Not sure what the deal with this thing is, but I can sell it to the girl, right? Wieso verkaufen? Müssen wir jetzt dafür auch noch bezahlen? Ich denke, das kommt vom Chef. Go on and buy it then. I already had to pay for the shipment. Aha, und wenn ich mein Geld für andere Sachen ausgeben will? Don't worry though, I don't intend to sell these Orbis staves to anyone but you, miss. Can't say I get the point of selling them to me, just for me to sell them to you. There's gonna be better ways to go about it than that. Der wollte sich bestimmt nur die Lieferkosten sparen, für die du ja aufgekommen bist scheinbar. Just where are you, Chief? Grumble. Don't worry though. Okay, also der Chef scheint auf jeden Fall auch irgendwie eine spezielle Person zu sein, genauso wie Tio auch. Oh mein Gott, unser erster Einkauf. Auf den ersten Blick, oh, Primrose. Octopath Traveler lässt grüßen. Und die gute Ingrid. Wer hat die nicht gerne in seiner Hosentasche? Die Preise sind auf jeden Fall günstiger, als ich dachte. So, warte mal, ich muss jetzt erstmal einen Plan aufstellen. Muss ich jetzt das Ding kaufen, worüber die geredet haben? Das müsste dann eigentlich das hier sein, oder? Das wäre tatsächlich nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich fühle mich dazu verpflichtet, weil die gerade so viel darüber geredet haben. Designed for stable output at the cost of firepower. Magical. Aber hier gehen keine Stats runter. Also, warte mal, was hatte ich hier noch? Sell, Exchange. Oh mein Gott, ich liebe dieses Menü. Schön, dass es das hier auch gibt. Equip brauche ich erstmal nicht. Okay, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. So, also ich nehme das Ding jetzt erstmal mit, weil sie drüber gesprochen haben. Equip Tio, yes. So, was kriege ich denn, wenn ich dann die alten Waffen wieder verkaufe? Achso, hier ist meine Waffe. 32, das ist jetzt nicht ultra viel. Aber ich werde es trotzdem verkaufen. Ich wette, das ist auch wieder so ein typisches Trades-Spiel, wo du nonstop Geldnöte hast, oder? So, wer macht denn am meisten Schaden von meinen Leuten? Habe ich das nicht kürzlich erst abgecheckt? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal.
Das können wir ja ganz einfach rausfinden. So kann ich mich nämlich auch wieder ein bisschen vertrauter machen mit den ganzen Menüs. So, Randy. Aber Lloyd ist nicht weit dahinter. So, also wenn Randy unser Haupt-Damage-Dealer ist, dann bekommt der die nächste Waffe. Wo ist denn sein Waffentypus? Hier, der Solid Shocker. Das ist auch die zweiteuerste Waffe, von daher ist das vielleicht auch irgendwie ein Statement. Emphasizes destructive power to combat monsters. Okay. Auch bitte einmal direkt anlegen. So, und dann wird es knapp. Das hier haben die alle equipped, das auch. Oh, ich bin voll froh, dass es keine neuen Schuhe oder Ausrüstungsteile hier gibt. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch nicht der einzige Händler, bei dem wir einkaufen können. So, den Heartbreaker könnte ich mir eventuell noch leisten, wenn ich irgendwas verkaufe. Wie viel kriege ich hierfür? 50. Was? Ich kriege dafür 50, aber für die Waffe, die ich gerade verkauft habe, nur 30? Okay, interessante Verteilung. Also interessante Priorisierung auch. Ich weiß, ich bin jetzt gleich ziemlich pleite, aber in neue Waffen investiere ich gerne. Ah, ich sehe jetzt gerade erst, dass auch die Defensive nach oben geht. Okay, Leute. Ich bereue nichts. Ich würde es immer wieder tun. Ich würde hier immer wieder neue Waffen kaufen. Und das werde ich in Zukunft vermutlich auch. So, dann lege ich den Striker mal wieder ab. Ja, und dann sind wir out of money. Aber war schön mit dir. Sagst du jetzt was Neues, jetzt wo wir die Waffe für Tio gekauft haben? Nee. Okay, sie grumbelt immer noch über den Verbleib ihres Chefs, aber beantworten können wir das jetzt gerade nicht. Okay, warte mal, wen hatte ich zuletzt gesteuert? Ich weiß nicht, ich glaube, ich will Tio steuern. So, ich weiß noch nicht, wen ich am liebsten mag. Wobei, nee, ich hatte immer sie gesteuert, weil sie die Schusswaffe hatte, oder? Jetzt bin ich schon wieder voll durcheinander. Warte mal. Aber hatte Lloyd nicht die Schusswaffe? Nee, er hatte Tonfass, stimmt. Er hatte Tonfass, sie hat geschossen, sie hat den Stab und er hat auch sowas, was aussieht wie ein Stab. Okay, aber das war der Grund, warum ich mit ihr gelaufen bin. So, hier hätte ich jetzt nämlich vermutet, weil in Trades in the Sky kannst du nämlich die Kamera drehen. Also, wenn ich da nicht komplett was durcheinander bringe. Deswegen hatte ich vorhin die Schultertasten ausprobiert. In der Hoffnung, dass das hier auch geht. Aber ich muss sagen, für meinen Orientierungssinn ist es vielleicht sogar ganz gut, dass es nicht funktioniert. Also der Orbital Store, der scheint Ihnen hier sehr wichtig zu sein, weil die Buchstaben und Schilder kann man klar und deutlich lesen. Das hier auch. Die kleineren Schilder, die sind hingegen alle sehr verwaschen. Aber das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesehen. This place is as busy as ever. Well, that's no surprise given how this is more or less the heart of the city. Just look at these stores and restaurants. You can get all your essentials here, wenn du Geld hast. It also acts as a hub leading to other districts if you're in a hurry. And it's only gotten busier with a recent surge in orbital vehicles. Sure looks that way. Ich finde das immer noch voll gefährlich, wie die Autos hier einfach ohne Straßenmarkierung rumfahren. Okay, everyone, how about we drop by the Orbital Store next? You mean that Orbital Factory the chief mentioned? Word around town is that the whole place got a huge makeover, really fancy now. Indeed, this new type of factory focuses on more commercialized Orbital products. They have a formal contract with the CPD as well. We should be able to rely on them for any of our Orbital needs. If that's the case, I'm sure it won't be long before we are regulars there. Before we are regulars there. Achso, ja, stimmt. So, should we stop by before going to the other districts? Yeah, it should be that corner building over there. Central Square includes a department store, Orbital Factory, armory, and restaurant. Since almost everything you need is available here, it's a good idea to visit if you ever need to stock up. Genton, the city's Orbital store, is located on Central Square's eastern side. Ja, da ist die Kamera schon sehr auffällig hingegangen. Also, das hat man schon gecheckt, ob man wollte oder nicht. Hello? Mimi! Yeah, are you tourists? Oh, you aren't? Dang. Just when I was about to give you my super duper tour of Crossbell City. I'm going to be a tour guide when I grow up. Come to me then and I show you all the super cool places in Crossbell. Ich glaube, wir vermitteln dann eher Gäste zu dir. Ich glaube, wenn du groß bist, dann kennen wir das hier auswendig wie sonst was. Guten Tag, Abel. It's not very surprising how crowded Central Square can get, given that it's the heart of the city and all.
It's not very surprising. Ich finde, es ist eigentlich relativ überschaubar. Also im Berliner Stadtzentrum ist es ein bisschen voller als hier gerade. So, warte mal, hier sind überall noch Leute. Ich will nur gucken. Wait, we should stop by the Orbis store first. It should be that building over there in the corner of the square. Good point, shall we? Okay, also ich muss mir wahrscheinlich jetzt gar nicht die Mühe machen, irgendwo anders hinzuwollen. Wobei, so viele Optionen. Ob doch, Entertainment District. Ey, das erinnert mich schon wieder so an IS 9. An die, oh Gott, wieso kann ich mich an die Hauptstadt nicht mehr erinnern? Ich werde mir schon wieder so in den Hintern beißen, wenn ich dann den Part hier nachbearbeite, weil es mir dann einfallen wird. Honestly, where in Zemuria has Grace gone off to now? The deadline is practically on our doorstep and like usual that woman is mumble grumble. Was arbeitest du denn? Where are you, Grace? She better not be hanging out in some bar again. Ich wette, genau da werden wir sie finden, wenn du das schon so beschreibst. Guten Tag, Old Man Conte. Conte? Sowie Contenance? So, the department store's remodeling and the new Orbis shop opened, eh? Seems like everything from houses to stores is getting an upgrade. I know that it's a good thing in the end, but I can't help but worry that I'm going to find myself getting lost in all this development. Ja, just because I grew up in Crossbell doesn't mean that I don't still lose my way in this ever-growing city from time to time. Tja, du wirst dich da schon dran gewöhnen. Ich hoffe, du hast Leute an deiner Seite, die dich gegebenenfalls an die Hand nehmen können. So, Department Store Times. Was ist denn das, was sich da so drum dreht? Das sollen wahrscheinlich Zeiger darstellen. Und ich wette, in der Mitte kannst du die Uhr ablesen, wenn du hier lebst und diesen Pixelmatsch irgendwie entziffern kannst. Pruna. Looks like Arios the Hunk saved the day again, like there was ever any doubt. Swear to Idios, I wish he'd show up and save me too. Nein, Pruna, du willst nicht in Lebensgefahr geraten, glaub mir. Looks like Arios the Hunk saved the day again. Leider hat sich scheinbar nicht rumgesprochen, dass wir da auch einen Anteil hatten. Nein! Du gehst irgendwo hin, wo ich wahrscheinlich nicht hingehen kann, ne? Oh, we should stop by the Orbis store first, okay. So viel zum Thema neu gewonnene Freiheit. Ich hoffe, das Mädel kommt hier nochmal vorbei. Lina Lee, ist auch ein interessanter Name. Like, didn't the news say some police people tried to help Arios too? Andersrum. Arios hat uns geholfen. Da ist sie wieder. Guess they got there too late to steal the credit from him. What a bunch of posers. Hallo? Like, didn't the news say some police tried? Wow, das triggert mich ein bisschen. Ich bin ja echt immer keine Person, die immer viel von Ehre labert und viel davon hält. Aber das ist echt unfair. Da wächst so ein bisschen der Beschützerinstinkt in mir, unserer Gruppe gegenüber. So, da ist sie wieder. Gina, my papa works for a really big company. They even got some fancy system called the Orbital Network installed recently. But the thing is, my papa doesn't get how it works, so he constantly runs into problems. Papa, you dummy. Aber ist ja nicht nur seine Schuld, also... People say the Orbital Network is super helpful, but if you don't know how to use it, it isn't helpful at all. Ich bin der Meinung, es ist nicht seine Schuld, weil wenn man ihm sowas vorsetzt, dann muss es auch jemanden geben, der ihm das erklärt. Also keiner versteht von heute auf morgen Dinge automatisch. Ist so. Haas. Do you want a balloon? Free of charge for tourists? That's right, free. Ja. Was muss ich dafür machen? Mir einfach einen grabben oder was? Nee. Ich dachte, ich könnte mir jetzt wirklich einen mitnehmen und wir würden dann hier mit einem Ballon in der Hand rumlaufen. Wahrscheinlich, weil wir keine Touristen sind, kriegen wir auch keinen. Das ist nur konsequent. So, also, warte mal. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht in den Entertainment District. Die Frage ist, komme ich in die anderen Gebäude hier rein? Warte mal, ist unser Ziel eigentlich markiert auf dieser Karte? Da müssen wir hin, in das braune Gebäude. Was ist denn das für ein Symbol? Das ist aber kein Zielmarker, ne? Das heißt, ich werde mir immer irgendwie merken müssen, wo man hin muss. Wobei, wie kam ich nochmal auf das Notebook? Hier. Hier könnte ich notfalls auch immer nachlesen, ne? Bei Lists? Nee. Wo sind denn... Ach, hier. Hier kann ich mir immer meine aktuelle Aufgabe durchlesen. Richtig? Check the request. Let's go to the police headquarters reception desk as requested. Das war aber nicht... War das hier? Habe ich es versäumt, an die Rezeption zu gehen?
Das war ein anderes Gebäude, oder? Ich muss da noch mal ganz kurz hin. Nee, das ist, ich habe das Gebäude ja vorhin schon inspiziert. Das sind 2 verschiedene Gebäude. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wo wir die Reception-Dame antreffen. Das war auch nicht hier, ne? Keine Ahnung, da werden wir aber sicherlich noch hinkommen. So, komme ich jetzt hier in die Gebäude rein? Ja, das funktioniert. Vingt-sept Café. Warum gebt ihr euch so komplizierte Namen? Hat bestimmt irgendwie eine interessante Background-Story, von der ich noch nichts weiß. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, dass da Sarah Weilstein irgendwie sitzt. Ich kann irgendwie noch nicht so ganz loslassen. Cold Steel ist noch zu frisch in meiner Erinnerung. Warum zur Hölle gehe ich wieder raus? Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das wäre irgendwie ein Nebenraum. Ich bin schon wieder dezent verwirrt, obwohl der Aufbau hier eigentlich relativ simpel ist. Tourist, this is delicious. Wusstest du, dass du da draußen einen Ballon umsonst bekommst? For food this good at this low a price, that's a steal. Aha. Okay, wenn es günstig ist, vielleicht kann ich mir hier auch noch ein Essen leisten. Ein paar Cent haben wir noch über, paar Mira. There's really nothing better than having a nice meal with my family here. Delicious food at affordable prices. That's the way it's always been. What more can I ask for? Sehr gut. There's really nothing better than having a nice meal. Ja, cool. Kein Wunder, dass der Laden gut besucht ist. Nonno, süßer Name. Thank you for your patience. I have 2 A-lunches, hot and fresh. Oh, excuse me, sir. Please take a seat if you're looking to be served. It's super hectic in here right now, but if you hang tight at one of the tables, I promise we'll be with you shortly. Oh Gott, wie lieb sie ist, obwohl sie mega den Stress hat. Patience served. Okay, das kennen wir. Guten Tag. My mother-in-law is running late, and we planned to eat together a while ago. Considering her age, I can't help but feel worried about her. Warum habt ihr sie nicht abgeholt, wenn das so problematisch ist? Also wir holen Omi immer ab, wenn wir mit ihr ins Restaurant gehen, seit wir uns Sorgen machen, dass sie irgendwie stürzen könnte oder den Weg alleine nicht packt oder so. Hey, Flotte. Die flotte Lotte. How lovely. Oh, mich nervt, dass da schon wieder jemand festhängt. Ich hasse das, wenn NPCs an meinen eigenen Leuten festkleben. The hustle and bustle keeps things fresh. Besides, reading here with a cup of coffee in hands relaxes me like nothing else. Aha. I do love how crazy it can get in here. That, combined with reading and sipping on a bit of coffee, settles me into just the right mood. Aber wenn es hier so geschäftig zugeht, dann stelle ich mir das mit dem Lesen irgendwie anstrengend vor. Aber gut, sie scheint das scheinbar irgendwie zu packen. Good day, everyone. Welcome to vingt-sept. Will you be dining in or taking out? Hier gibt's sogar zum Mitnehmen. We're happy to accommodate either here. Just let us know when you place your order. Machen wir. Good day, everyone. Ich will halt nur erstmal gucken, ob wir uns überhaupt irgendwas leisten können. Definitiv klares Nein. Juicy Steak, geil. Overflowing savory flavor comes out with each bite. Satisfying carbonara pasta with an appetizing cheese and milk-based sauce. Overflows mind and body with sweetness with every bite. A sweet cake on crispy fry. A fish fry with a pleasant texture and a crispy coating. Ja, Essen lecker beschreiben können sie auf jeden Fall. Das haben sie seit jeher schon beherrscht. Man muss echt aufpassen, Trade-Spiele darfst du manchmal auch nicht hungrig spielen. So, ist egal, ob ich jetzt hier stehe oder hinter den Tresen gehe, ne? Der sagt das Gleiche. Ja, okay. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir hier irgendwann mal in den Genuss eurer Spezialitäten kommen. Oh, höchstpersönlich beim Chefkoch. Guten Tag, braun. And that should be a wrap on today's prep. Hey, not too shabby. 30 years here and I'm still at the top of my game. I've got a good feeling about this flavor. Alright, let's roll with it. I have to hurry and finish prepping the ingredients before our lunchtime rush. Mach mal. Alle voll im Stress, aber trotzdem irgendwie gut gelaunt und immer freundlich zu uns. Das ist ein Spagat, der echt nicht leicht ist. Celtio. Every day we get lots of people dropping by for a bite to eat. And you wouldn't believe just how many of them are drop-dead gorgeous ladies sent here by Ideals herself. And yet here I am, slaving away in the kitchen all day, denied even a second to get a peek at them. I didn't come to Crossbell to be weighed down by the burden of labor. I'm here to meet girls, as many as I can.
At this rate, I'll never finish today's work. Gonna love this freaking job. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber mit deinem Job, wie du selber schon festgestellt hast, wirst du eher wenig auf die Mädels blicken können, die euer Lokal hier so besuchen. Da wärst du wahrscheinlich als Kellner eher glücklich dran. Wobei er als guter Koch wahrscheinlich so auch ein bisschen mehr verdienen wird. Aber vielleicht auch andere Arbeitszeiten hat. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt kein Gastro-Experte. Guten Tag, was machen Sie hier oben so ganz alleine, Herr Businessman? I'm meeting with an extremely important client today. Failure is not an option. Now I must hurry, make reservations and get my act together before he arrives. This restaurant is well known throughout Crossbell for its magnificent cuisine. Well, I'm off to make my reservation and entertain my client. Dann mach das mal. Jetzt sind wir dem schon über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, saß draußen jemand oder stand da jemand, der irgendwie dazu passen könnte? I don't know. Auf jeden Fall haben wir niemanden getroffen, der gesagt hat, dass er jetzt hier drin gleich einen Termin hat. Ja, sehr interessanter Schuppen. So vom Style her würde ich mich da wahrscheinlich nicht so ganz wohl fühlen, aber wenn das Essen lecker ist, warum nicht? So, dann haben wir jetzt, warte mal, wir haben das grüne Gebäude noch. Ach, warte mal, da unten, dieser kleine Waffenladen, da bin ich schon drin gewesen. Also ich habe jetzt noch grün und braun ist dann der richtige Weg. Hier ging es nicht weiter. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Und über die andere Route komme ich wahrscheinlich jetzt auch nicht weiter. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz einen Blick hier reinwerfen in dieses Gebäude. Und da werden wir dann wahrscheinlich auch Times Department Store. Ja, hier werden wir uns dann in aller Seelenruhe beim nächsten Mal umschauen. Komm, Kumpel, dir schenke ich das letzte Wort heute. Manager Neston. Good afternoon, welcome to Times Department Store. Yeah. Oh, if it isn't Miss Ellie. Thank you very much for visiting us today. Ihr kennt euch. Miss Ellie, what's that all about? Oh, well, you see, my grandfather and Neston are long-time acquaintances. Miss Ellie's been a precious client for this store ever since she was a child. So she is given VIP treatment? I knew it, she is a spoiled princess. Hallo, weil sie jetzt eine Person trifft, die sie kennt, jetzt übertreibt man nicht. Cut it out, you guys. By the way, Miss Ellie, I heard that you were looking for employment with the CPD after returning from your studies abroad. That's correct, I'm a police officer now. I'd appreciate it if you'd avoid giving me special treatment when I shop here. I know I'm being selfish, but... Oh, my apologies, I will respect your wishes then. That won't change the fact that you'll always be an important customer in my heart. If there is ever anything I can help you with, please don't hesitate to come to me. Dankeschön, sehr nett. This department store is home to many different kinds of shops. I assure you, each and every one of them provides the highest quality of service. I hope you all have a wonderful time shopping here. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er uns hier einen Preisnachlass gewähren könnte, durch die Connection mit Ellie, aber wenn sie das nicht will, dann will sie das nicht. Okay, ich glaube, wir werden uns beim nächsten Mal ausgiebig in diesem Shop hier umgucken. If there's anything you are unclear on, please ask the information desk up front. Das werden wir dann beim nächsten Mal tun, ihr Lieben. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch beim nächsten Mal begleitet, wenn es heißt, einmal komplett Rundgang durch Crossbell City. Macht euch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao.